Viele von euch schwören ja auf Kaffeevollautomaten von Jura. Deshalb haben wir uns das beliebteste Modell, die Jura E8, mal genauer angeschaut. Wie der Vollautomat in unserem Test abgeschnitten hat, verraten wir euch jetzt im Video. Die Jura E8 kann nicht nur 10 verschiedene Getränke zubereiten, sondern auch per App gesteuert werden. Außerdem könnt ihr sie mit einem Milchbehälter oder mit einem Milchkarton verwenden. Euch stehen auch 5 verschiedene Farben zur Auswahl. Ganz klassisch in Schwarz, Dunkelgrau, leuchtendem Weiß, glänzendem Chrom oder wie bei uns in einem dezenten Silber. Wie gut die Jura E8 im Vergleich zu anderen Vollautomaten abschneidet, erfahrt ihr auf unserer Website coffee-tasters.de. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Doch jetzt starten wir erstmal mit unserem Test. Wir zeigen euch kurz die Einzelteile und bereiten dann 7 verschiedene Getränke zu. Wenn euch das Video gefällt, unterstützt uns gern mit einem Like. Das Bohnenfach ist oben in den Vollautomaten eingelassen und dadurch rundum abgedunkelt. Der Deckel ist durch eine umlaufende Gummidichtung luftdicht. So werden eure Bohnen vor Licht und Luft geschützt und ihr Aroma bleibt länger erhalten. Mit den rund 280 Gramm Bohnen, die in das Fach passen, könnt ihr ca. 25 Getränke zubereiten. Unter dieser Klappe findet ihr das Fach für gemahlenes Kaffeepulver. Dafür füllt ihr maximal 2 Messlöffel in diesen Trichter hier. Ideal, wenn ihr mal entkoffeinierten Kaffee trinken wollt. Direkt neben dem Pulverfach findet ihr auch den Mahlgradregler. Das ist super gelöst, denn so müsst ihr zum Verstellen des Mahlgrads nicht direkt ins Bohnenfach greifen, wie es bei vielen anderen Vollautomaten der Fall ist. Ihr könnt das Mahlwerk in 6 Stufen einstellen. Je kleiner der Punkt, desto feiner der Mahlgrad. Wir empfehlen euch Stufe 2 für Espresso und alle Getränke, die mit Espresso zubereitet werden, also zum Beispiel Cappuccino und Latte Macchiato. Allen Kaffeetrinkern empfehlen wir die etwas gröbere Stufe 4. Wenn ihr Espresso und Kaffee trinken wollt, versucht es am besten mit der goldenen Mitte auf Stufe 3. Hier seht ihr mal, wie gleichmäßig und fein die Kaffeebohnen auf Stufe 2 gemahlen werden. Den Mahlgrad bitte nur während dem Mahlvorgang anpassen, denn sonst könnte das Mahlwerk eventuell beschädigt werden. Bei dem hier verbauten Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl ist das zwar unwahrscheinlich, aber sicher ist sicher. Wie laut bzw. leise das Mahlwerk ist, zeigen wir euch dann später beim Kaffee. Der Wassertank ist bei der Jura E8 auf der linken Seite. Einfach den Deckel öffnen, leicht anheben und dann könnt ihr ihn nach vorne zu euch holen. Das klappt auch bei Hängeschränken einwandfrei. Wie ihr seht, haben wir schon einen Wasserfilter installiert. Wenn ihr durchgehend einen Filter nutzt, müsst ihr nie entkalken. Am besten füllt ihr den Tank jeden Morgen komplett mit frischem Wasser auf. Entweder unterm Wasserhahn oder direkt am Vollautomaten. Die knapp 2 Liter Wasser reichen dann für ca. 15 Getränke. Wenn der Tank leer ist, erscheint auch ein Hinweis im Display. Den ersten Wasserfilter bekommt ihr übrigens direkt mitgeliefert und müsst ihn auch installieren. Danach könnt ihr die E8 natürlich auch ohne Filter nutzen. Alle Milchschaumgetränke bezieht ihr über das Milchsystem auf der rechten Seite. Ihr könnt es einfach von 11 bis 15 cm in der Höhe anpassen. Damit sind selbst große Latte Macchiato Gläser kein Problem. Das Milchsystem hat einen separaten Auslass für Milch und für Espresso. Wie ihr seht, gibt es hier jeweils nur einen Auslass, daher könnt ihr Cappuccino und Co. nur einzeln beziehen. Hier auf der rechten Seite steckt ihr den Milchschlauch ein und taucht ihn dann direkt in einen Milchkarton. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Milchbehälter verwenden. Diesen schönen Glasbehälter gibt es für rund 20 €. Es passen 500 ml Milch in den Tank, die für bis zu 5 Getränke reichen. Am besten gelingt euch der Milchschaum mit kalter Milch mit ca. 3,5% Fett. Der Milchbehälter passt perfekt in die Kühlschranktür und ist übrigens auch Spülmaschinen geeignet. Kaffee und Espresso bezieht ihr aus dem Kaffeeauslass hier in der Mitte. Den könnt ihr von 7 bis 11 cm in der Höhe verstellen. Perfekt für kleine Espresso und normale Kaffeetassen. Da der Vollautomat 2 Kaffeeauslässe hat,
könnt ihr Espresso und Kaffee auch im Doppelbezug zubereiten. Alle Getränke, die zusätzlich mit heißem Wasser zubereitet werden, zum Beispiel Kaffee Barista, könnt ihr nur einzeln beziehen, denn leider gibt es nur einen Heißwasserauslass. Insgesamt wirken sowohl der Kaffee als auch der Milchauslass sehr hochwertig. Sie lassen sich einfach in der Höhe anpassen und sind für alle Tassengrößen ideal geeignet. Das Gehäuse der Jura E8 ist zwar komplett aus Kunststoff, dafür aber umso besser verarbeitet. Alle Einzelteile sind robust und schließen passgenau mit dem Gehäuse ab. Das Bohnenfach ist dezent in den Vollautomaten eingelassen und der Wassertank gefällt durch seine geriffelte Optik. Wenn ihr wollt, könnt ihr das optische Gesamtbild durch einen edlen Milchbehälter aus Glas abrunden. Jura Kaffee Vollautomaten wollen hohe Qualität mit schönem Design verbinden und das hat bei der Jura E8 definitiv geklappt. Über den Knopf hier oben schaltet ihr den Vollautomaten ein. Jetzt heizt das Gerät kurz auf und führt anschließend einen Spülvorgang durch. Nach knapp einer Minute könnt ihr das erste Getränk beziehen. Wie ihr seht, ist das Display schön übersichtlich gehalten. Hier auf dem Bildschirm werden euch die Getränke angezeigt. Wir haben hier kein Touch-Display, sondern 3 Tasten auf jeder Seite. Über diese Taste wählt ihr den Espresso aus und hier den Kaffee Barista. Hier drüben habt ihr einen Cortado und darunter den Latte Macchiato. Über diese Taste blättert ihr auf die nächste Seite. Hier habt ihr jetzt den klassischen Kaffee und einen Lungo Barista. Was sich hinter den Getränken verbirgt, erklären wir euch später noch ausführlich. Hier drüben ist noch der Espresso Macchiato und der Flat White. Auf der letzten Seite findet ihr noch einen Espresso Doppio und natürlich Cappuccino. Heißes Wasser für Tee und einfach nur Milchschaum, zum Beispiel für Kakao. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Reihenfolge eurer Getränke auch anpassen. Wenn ihr zum Beispiel den Cappuccino weiter vorne haben möchtet, haltet dazu einfach die Cappuccino-Taste gedrückt und geht dann auf Produkt umplatzieren. Jetzt können wir den Cappuccino mit einem anderen Getränk tauschen. Dazu wählen wir mal den Cortado. Jetzt steht der Cappuccino direkt auf der ersten Seite. Über das Zahnrad hier unten kommt ihr ins Hauptmenü. Hier habt ihr noch den intelligenten Modus. Wenn ihr den aktiviert, werden die Getränke automatisch nach der Zubereitungshäufigkeit sortiert. Je häufiger ihr ein Getränk zubereitet, desto weiter vorne wird es euch angezeigt. Doch genug gequatscht, als erstes beziehen wir jetzt mal einen Espresso. Wie ihr seht, startet der Automat sofort mit der Zubereitung. Solange das Mahlwerk läuft, könnt ihr dann noch die Kaffeestärke anpassen. Und auch die Füllmenge lässt sich noch während der Zubereitung verändern. Durch eine kleine LED am Kaffeeauslass werden die Getränke auch schön beleuchtet, wie man hier sieht. Nach rund 40 Sekunden ist der Espresso dann schon fertig. Im Doppelbezug sind es knapp 1,5 Minuten. Mit 70 Grad ist der Espresso auf mittlerer Stufe schon ziemlich heiß. Im Geschmack ist der Espresso richtig intensiv. Die Crema ist sehr fein und haselnussbraun. Der Espresso zählt definitiv zu den besten, die wir bislang hatten. Ihr könnt die Getränke natürlich auch vorab nach euren Wünschen umprogrammieren. Haltet dazu einfach die jeweilige Getränketaste für 2 Sekunden gedrückt und geht dann auf Produkteinstellungen. Als erstes könnt ihr hier die Kaffeestärke, also das Aroma, in 10 Stufen einstellen. Auf der nächsten Seite stellt ihr die Füllmenge ein, in 5 Milliliter Schritten von 25 bis maximal 240 Millilitern. Außerdem könnt ihr die Brühtemperatur für jedes Getränk separat einstellen. Wir wählen die mittlere Stufe und speichern. Wenn wir jetzt zweimal auf die Kaffeetaste drücken, aktivieren wir den Doppelbezug. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, wieso wir für eine Tasse einen Doppelbezug starten. Daher noch ein kleiner Tipp. Euer Kaffee schmeckt wesentlich intensiver, wenn ihr 2 Kaffeepucks je Tasse verwendet.
Denn die ersten 100 Milliliter jedes Pucks sind am aromatischsten. Je länger die Extraktion dauert, desto eher wird der Kaffee bitter. Daher beziehen wir lieber zweimal 90 Milliliter statt einmal 180. Mit im Schnitt 64 Dezibel hat die Jura E8 eines der leisesten Mahlwerke im Test. Da weckt ihr morgens auch nicht gleich die ganze Familie auf, wenn ihr mal kurz einen Kaffee bezieht. Wir messen dann auch direkt wieder die Temperatur, denn die meisten unter euch lieben richtig heißen Kaffee. Auf mittlerer Stufe messen wir hier schon 74 Grad, sehr gut. Wie ihr seht, hat auch der Kaffee eine feine, hellbraune Crema. Geschmacklich ist er schön intensiv und kräftig im Aroma. Insgesamt ein überzeugender Kaffee. Eine gute Alternative zum Kaffee ist der Kaffee Barista, ein mit heißem Wasser verlängerter Espresso. Hier wird nicht das gesamte Wasser durch den Kaffeepuck gepresst, sondern zuerst ein Espresso und anschließend heißes Wasser bezogen. Durch diese Zubereitung ist die Extraktion des Kaffeepucks noch etwas kürzer. Daher landen beim Kaffee Barista fast gar keine Bitterstoffe in der Tasse, wodurch er besonders gut bekömmlich ist. Jetzt zeigen wir euch verschiedene Milchschaumgetränke und beginnen mit einem absoluten Klassiker, dem Cappuccino. Auch hier könnt ihr während dem Mahlvorgang noch die Kaffeestärke anpassen, wenn ihr wollt. Zuerst wird aber der Milchschaum bezogen. Die Milchschaummenge wird hier in Sekunden eingestellt. Da mussten wir erst ein wenig experimentieren, bis wir die perfekte Menge gefunden hatten. Unser 280 Milliliter Glas wird in 20 Sekunden ziemlich genau voll. Der Cappuccino ist in einer knappen Minute fertig. Das ist im Vergleich zu anderen Vollautomaten wirklich schnell und gleicht den fehlenden Doppelbezug wieder aus. Denn hier könnt ihr 2 Cappuccini zwar nur nacheinander beziehen, dafür sind sie aber genauso schnell fertig wie bei Vollautomaten mit Doppelbezug. Auch die Füllmenge des Espressos könnt ihr noch anpassen, wenn ihr wollt. 40 Milliliter Espresso und 20 Sekunden Milchschaum entsprechen übrigens ziemlich genau dem originalen Rezept. Jetzt checken wir wieder die Temperatur. 67 Grad sind ideal, denn so wird Cappuccino im Café serviert. Wir messen hier 65 Grad auf mittlerer Stufe. Es gibt also noch etwas Spielraum nach oben. Der Milchschaum sieht sehr fein und gleichmäßig aus. Im Fachjargon redet man auch von Microfoam und den bekommen nur wenige Vollautomaten hin. Der Milchschaum ist leicht süß und die Espresso-Aromen kommen deutlich durch. Ein rundum guter Cappuccino. Natürlich könnt ihr die Milchschaumgetränke auch vorher anpassen. Das zeigen wir euch jetzt mal beim Latte Macchiato. Hier könnt ihr wieder die Kaffeestärke einstellen, die Füllmenge des Espressos anpassen, die Brühtemperatur verändern und die Milchschaummenge einstellen. Wir möchten, dass unser 400 Milliliter Glas schön voll wird. Daher stellen wir die Milchschaummenge auf 27 Sekunden. Mal sehen, ob das so hinhaut. Jetzt können wir noch einstellen, nach wie vielen Sekunden der Espresso dazukommt. Denn Milch und Schaum müssen sich erst voneinander absetzen, damit der Espresso dazwischen fließen kann. Nur dann bilden sich die typischen 3 Schichten. Zwischen 20 und 30 Sekunden sind perfekt. Jetzt speichern wir das Ganze. Wenn wir die Zahnradtaste 2 Sekunden gedrückt halten, können wir auch noch einen Extra-Shot aktivieren. Dann werden 2 Kaffeepucks für unser Getränk verwendet und jeweils mit der halben Wassermenge extrahiert. Für unseren Latte Macchiato bekommen wir dann 2 Espressi mit je 20 Millilitern. Dadurch wird das Getränk noch aromatischer und intensiver. An der Kaffeebohne erkennt ihr, für welche Getränke ein Extra-Shot möglich ist. Das sind der Cappuccino, der Latte Macchiato und der Flat White. Wir möchten aber einen normalen Latte Macchiato und schalten daher den Extra-Shot wieder aus. Als erstes wird wieder der Milchschaum bezogen. Falls ihr merkt, dass ihr zu viel Milchschaum eingestellt habt, könnt ihr die Menge während dem Bezug jederzeit anpassen.
Wir haben wohl ganz gut geschätzt, unser Glas wird fast voll. Für ein 400 Milliliter Glas sind also knapp 30 Sekunden optimal. Nach der kurzen Pause kommt jetzt gleich noch der Espresso dazu. Hier seht ihr schon sehr schön, wie sich der Espresso in der Mitte absetzt. Mit 65 Grad hat der Latte Macchiato die ideale Temperatur. Der Milchschaum ist, wie ihr sehen könnt, sehr fein und gleichmäßig. Genau so wünschen wir uns das. Man sieht schön, wie sich die typischen 3 Schichten bilden. Unten die warme Milch, darüber der Espresso und oben der Milchschaum. Geschmacklich richtig gut. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Jura E8 auch per App steuern. Dazu benötigt ihr diesen Smart Connect Stecker für ungefähr 25 €. Den steckt ihr hier ein und installiert die App auf eurem Handy. Anschließend könnt ihr euch direkt mit dem Gerät verbinden. Und so sieht die App dann aus. Hier seht ihr jetzt alle Getränke, durch die ihr einfach durchblättern könnt. Wenn ihr ein Getränk anpassen wollt, haltet ihr einfach die jeweilige Getränketaste für 2 Sekunden gedrückt. Dann könnt ihr die Kaffeestärke, die Wassermenge und die Milchschaummenge nach euren Wünschen einstellen. Ihr könnt außerdem die Brühtemperatur anpassen oder einen Extra-Shot aktivieren. Wenn ihr ein Getränk beziehen möchtet, tippt ihr es einfach an und der Vollautomat beginnt direkt mit der Zubereitung. Der Flat White ist eine Variation des Cappuccinos. Dabei wird zuerst ein starker oder sogar doppelter Espresso bezogen und anschließend der Milchschaum. Dadurch vermischt sich der Milchschaum mit der Crema des Espressos und bekommt einen schönen braunen Schimmer. Geschmacklich erinnert der Flat White an einen kräftigen Cappuccino. Probiert ihn auf jeden Fall mal aus, es lohnt sich. Über das Pluszeichen könnt ihr sogar eigene Getränke anlegen. Hier wählen wir jetzt mal den Cortado aus. Ein Cortado ist übrigens ein Espresso, der mit der gleichen Menge warmer Milch gemischt wird. Wir wollen daraus jetzt einen Milchkaffee machen. Der besteht aus einem Kaffee, der mit der gleichen Menge warmer Milch gemischt wird. Daher stellen wir die Wassermenge hoch auf 80 Milliliter und die Milchschaummenge hoch auf 6 Sekunden. Jetzt können wir dem Getränk noch einen Namen geben und schon haben wir ein Getränk mit unseren persönlichen Einstellungen angelegt und können es mit wenigen Klicks über die App beziehen. Jetzt wird zuerst unser kleiner 80 Milliliter Kaffee bezogen, anschließend kommt dann noch die warme Milch dazu. Milchkaffee ist perfekt geeignet, wenn ihr es besonders mild mögt und euren Kaffee sonst gern mit einem großen Schluck Milch trinkt. Kommen wir nun zur Reinigung. Darauf legt Jura besonders viel Wert und das ist gut so. Was ihr alles machen müsst, erklären wir euch jetzt Schritt für Schritt. Nachdem ihr Getränke mit Milchschaum bezogen habt, solltet ihr eine Milchsystemspülung starten. Dann wird der Milchauslass gründlich gereinigt und es können sich keine Milchreste festsetzen. Am besten stellt ihr einfach ein, dass die Spülung automatisch nach 15 Minuten durchgeführt wird. Das ist praktisch, falls ihr es mal vergesst. Einmal täglich sollt ihr laut Anleitung die gründliche Milchsystemreinigung starten. Dazu nutzt ihr diesen speziellen Behälter und gebt eine Portion Milchsystemreiniger in das linke Fach. Anschließend stellt ihr ihn unter den Kaffee- und Milchauslass und verbindet den Milchschlauch mit dem Behälter. Zuerst werden die Tabletten in Wasser aufgelöst. Anschließend wird das Reinigungsmittel durch den Schlauch in das Gerät geleitet und das Milchsystem gründlich damit durchgespült. Insgesamt dauert die Reinigung nur etwa 4 Minuten. Das Programm ist nicht nur sehr wichtig, sondern wirklich einfach und gut durchdacht. Nur ein sauberes Milchsystem bereitet auch dauerhaft guten Milchschaum zu. Falls ihr einen Milchbehälter nutzt, solltet ihr ihn alle 2 bis 3 Tage gründlich ausspülen oder in die Spülmaschine packen. Außerdem empfiehlt euch Jura den Milchschlauch und den auswechselbaren Milchauslauf alle 3 Monate zu tauschen. Einmal täglich oder wenn der Hinweis im Display erscheint, solltet ihr die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter ausleeren.
Hier passen übrigens bis zu 16 Kaffeepucks rein, was im Vergleich mit anderen Vollautomaten schon sehr viel ist. Die Pucks entsorgt ihr am besten über den Biomüll und das Wasser kippt ihr einfach weg. Anschließend spült ihr die Schalen ab oder legt sie in die Spülmaschine. Da die Brühgruppe bei allen Jura-Geräten fest verbaut ist, müsst ihr regelmäßig ein Reinigungsprogramm starten. Nämlich wenn dieser Balken hier voll ist. Das ist laut Anleitung nach ungefähr 180 Bezügen der Fall. Falls ihr die App nutzt, wird euch der Balken dort auch angezeigt. Hier könnt ihr auch direkt die passenden Reinigungstabletten nachbestellen. Der Vollautomat hat außerdem ein automatisches Entkalkungsprogramm. Wenn ihr allerdings einen Filter nutzt, braucht ihr das Gerät gar nicht zu entkalken. Entkalkungstabletten und neue Filter erhaltet ihr ebenfalls direkt in der App. Das war's auch schon mit unserem Test der Jura E8. Wir fassen euch die Vor- und Nachteile jetzt nochmal kurz zusammen. Mit der Jura E8 könnt ihr 10 verschiedene Getränke auf Knopfdruck zubereiten. Neben Klassikern wie Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato stehen euch auch Flat White und mehrere Kaffeevariationen zur Verfügung. Besonders überzeugt haben uns der Milchschaum und der Espresso. Der Milchschaum ist sehr feinporig und leicht süß im Geschmack. Es entsteht ein richtig cremiges Mundgefühl wie im Kaffee. Der Espresso ist geschmacklich sehr intensiv und besonders aromatisch. Daher kommt er auch in Getränken mit Milchschaum gut zur Geltung. Besondere Highlights warten auf alle Kaffeetrinker, denn es stehen euch insgesamt 3 Kaffeevarianten zur Auswahl. Schön intensiver Kaffee und 2 etwas mildere Barista-Varianten. Was Geschmack und Optik angeht, haben uns alle Getränke durchweg überzeugt. Die Jura E8 könnt ihr über ein Farbdisplay mit 6 Tasten bedienen oder gegen kleinen Aufpreis auch per App steuern. Für jedes Getränk könnt ihr individuelle Einstellungen vornehmen. Die Kaffeestärke lässt sich in 10 Stufen anpassen. Beim Mahlgrad stehen euch 6 Stufen zur Auswahl. Die Getränkemenge könnt ihr in 5 Milliliter Schritten genau einstellen. Außerdem könnt ihr die Brühtemperatur für jedes Getränk separat in 3 Stufen anpassen. Die Milchschaummenge wird in Sekunden angegeben. Damit stellt ihr ein, wie lange der Vollautomat Milch aufschäumt. Hier mussten wir anfangs etwas rumprobieren, bis unsere Tasse perfekt voll war. Gleichzeitig seid ihr aber sehr flexibel, denn ihr könnt die Milchschaummenge auch noch beim Bezug anpassen. Für Cappuccino, Latte Macchiato und Flat White gibt es noch eine Extra-Shot-Funktion. Dann werden 2 Kaffeepucks verwendet und euer Getränk wird besonders aromatisch. Leider lassen sich bei der Jura E8 keine individuellen Profile speichern. Dafür könnt ihr aber in der App bis zu 14 eigene Getränke anlegen, die ihr dann nach euren Wünschen anpassen könnt. Für Milchschaumgetränke ist zwar kein Doppelbezug möglich, dafür bereitet euch die Jura E8 aber in nur einer Minute einen Cappuccino zu. Damit ist sie wesentlich schneller als die meisten anderen Vollautomaten. Die Jura E8 punktet außerdem mit einer sehr einfachen Handhabung. Bohnenfach und Wassertanks sind gut zu erreichen. Den Milchschlauch steckt ihr einfach in euren Milchkarton oder ihr benutzt gegen kleinen Aufpreis diesen Milchbehälter von Jura. Sowohl das Milchsystem als auch das Mahlwerk sind im Vergleich zu anderen Vollautomaten schön leise. Zwar besteht die Jura E8 überwiegend aus Kunststoff, dafür ist die Qualität aber wirklich gut und alle Teile sind hochwertig verarbeitet. Viele Pluspunkte sammelt Jura definitiv auch bei der Reinigung. Es gibt viele automatische Programme, die den Aufwand für euch minimieren. Besonders gut durchdacht ist die gründliche Reinigung des Milchsystems. Außerdem gibt es Programme zum Reinigen der Brühgruppe und zum Entkalken. Falls ihr den Vollautomaten mit Wasserfilter benutzt, braucht ihr ihn auch gar nicht zu entkalken. Die Auffangschalen und der Milchbehälter dürfen sogar in die Spülmaschine. Leichter geht es wirklich nicht. Alles in allem ist die Jura E8 der perfekte Kaffee-Vollautomat für euch, wenn ihr großen Wert auf schönes Design, hohe Qualität, sehr gute Getränke und umfangreiche Reinigungsprogramme legt. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Tests angelangt. Wir verlinken euch genau dieses Modell hier in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch einen Link zu unserem ausführlichen Testbericht, wo ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen könnt.
Auf unserer Website erfahrt ihr auch, wie die Jura E8 im Vergleich zu anderen Vollautomaten in unserem Test abgeschnitten hat. Wenn euch unser Video gefallen hat, klickt jetzt den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Schreibt uns auch gerne einen Kommentar zu diesem Modell hier oder macht uns einen Vorschlag, welchen Vollautomaten wir als nächstes testen sollen. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.